Sie standen im Halbkreis, manche mit Tränen in den Augen, manche mit einer Zigarette, manche ohne ihre Erleichterung zu verbergen. Der Mann hieß Viktor. Er lebte in Perm. Die Angehörigen entschieden, dass sein Herz nach einer wochenlangen Trinkerei versagt hatte. Sie riefen den Notarzt. Die Ärzte stellten den Tod fest. Der Leichnam wurde in die Leichenhalle gebracht. Einen Tag später die Beerdigung. Alles verlief nach dem üblichen Ablauf. Der Sargdeckel wurde geschlossen, man begann ihn hinabzulassen, doch unter dem Deckel kam Viktor wieder zu sich. Ein paar Atemzüge der stickigen, säuerlichen Luft reichten aus, damit er begriff, er ist am Sarg. Es war nicht nur dunkel, sondern pechschwarz. Der Druck des Deckels auf seinem Gesicht, dumpfe Geräusche von oben. Zuerst ein paar Sekunden Schock, dann Panik. Viktor begann zu schreien und schlug mit den Händen gegen den Deckel. Die Bretter knarrten, die Angehörigen hielten fassungslos den Absenkvorgang an. Manche schrien, andere wurden blass und verloren das Bewusstsein. Die Friedhofsarbeiter dachten, es sei ein Geist, aber das Klopfen war zu real. Sie öffneten den Sarg. Viktor lebte. Verschwitzt, in einem blassen Laken mit zerkratzten Fingern. Die Umstehenden wichen zurück, manche bekreuzigten sich sogar. Später erzählte er, wie er seine eigene Totenwache hörte, die Stimmen der Verwandten, wie er schreien wollte, aber seine Zunge gehorchte ihm nicht. Der Krankenwagen kam bereits zum zweiten Mal, aber diesmal, um den Wiederauferstandenen zu reanimieren. Die Ärzte stritten nicht mit dem Wunder, sie brachten ihn einfach auf die Intensivstation. Und dieser Fall wurde einer der bekanntesten im Ural. Der eigentliche Schock begann jedoch nicht, als er wieder zu sich kam, sondern als sich herausstellte, dass er ohne Obduktion und ohne EKG für tot erklärt worden war. Aber selbst Viktor erlebte nicht den Schrecken, den eine Frau empfand, als sie in einem Leichensack am Leichenschauhaus aufwachte. Claudia Lopez aus Argentinien galt fast einen ganzen Tag lang als tot. Ihr Körper wurde ins Leichenschauhaus gebracht, nachdem ihre inneren Organe aufgrund einer seltenen allergischen Reaktion versagt hatten. Dort in einer Metallkammer kam sie wieder zu sich. Die Hände gefesselt, der Sack mit einem Reißverschluss verschlossen, drinnen ist es dunkel und unheimlich kalt. Schock, Tränen, krampfhaftes Atmen. Claudia wusste nicht, wo sie war. Erst der Geruch von Formalin und Metall ließ sie erkennen, dass sie sich unter Toten befand. Ihre Schreie durchbrachen die Stille des Leichenschauhauses. Der Wachmann des Leichenschauhauses hielt das dumpfe Kreischen zunächst für ein Phantomgeräusch, als er es hörte, doch das Geräusch wiederholte sich. Heiseres Keuchen, Klopfen, das Klirren der Metalltür der Kühlkammer. Er rief seine Helfer und gemeinsam öffneten sie vorsichtig den Schrank. Die Frau Pimpon am Sack zappelte und versuchte, sich zu befreien. Als sie herausgeholt wurde, befand sie sich in einem Zustand tiefer Hysterie. Wie sich später herausstellte, wurde Claudia fälschlicherweise für tot erklärt. Man hatte weder ihren Puls überprüft noch ein EKG durchgeführt. Der Arzt, der seine Schicht schnell beenden wollte, setzte einfach seine Unterschrift darunter. Als der Fall an die Medien gelangte, schoben alle die Schuld auf einen technischen Fehler. Doch die Frage blieb, wie viele solcher Fehler bleiben noch unbemerkt? Wie viele Menschen wurden tatsächlich lebendig begraben? Und manchmal fangen sie sogar schon an zu schaufeln. Der Vorfall ereignete sich in einem kleinen brasilianischen Dorf. Die Frau hieß Lourdes. Sie war fast 70 Jahre alt. Sie soll angeblich am Schlaf gestorben sein. Es wurde weder eine Obduktion noch ein Gutachten durchgeführt. Am nächsten Morgen wurden alle versammelt. Das Ritual verlief schnell. Das Klima ist heiß, das Leichenschauhaus weit entfernt, Erde fiel auf den Deckel. Nach ein paar Schaufeln kam Lourdes wieder zu sich. Ob wegen Luftmängels, wegen des Geräuschs oder wegen der Schläge der Erde, das weiß niemand. Aber sie schrie auf. In Panik begann sie gegen den Deckel zu schlagen. Der Sarg erbebte, die Arbeiter wichen entsetzt zurück. Die Angehörigen erstarrten. Einer der jungen Neffen behielt die Fassung, lief herbei und begann zu graben. Als der Deckel aufgerissen wurde, lag die Frau auf der Seite mit blutigen Fingern und bleichem Gesicht. Lebendig. Schockiert, aber sie atmete. Das ganze Dorf sprach nur über eines: Wie konnte man sich so irren? Eine Antwort gab es nicht. Der Arzt, der das Attest unterschrieben hatte, kündigte am nächsten Tag und Lourdes schlief nie wieder allein. Laut ihren Angehörigen wachte sie bei jedem Geräusch auf, weinte nachts und verlangte, dass das Licht angelassen wurde. Doch noch schlimmer ist es, lebendig begraben zu werden, wenn man noch ein Kind ist. Die Geschichte ereignete sich Anfang der 2000er Jahre am Rande eines sibirischen Dorfes. Das Mädchen war erst 8 Jahre alt. Erkältung, hohes Fieber, Krämpfe. Ein Arzt wurde gerufen, er diagnostizierte einen Herzstillstand. Es gab nur wenige Unterlagen, die Familie war nicht wohlhabend. Die Beerdigung wurde für den nächsten Morgen angesetzt. Der Sarg war einfach ohne Verzierungen. Das Mädchen wurde schnell beerdigt, direkt auf dem Dorffriedhof, ohne Priester. Einige Stunden später kam zufällig ein alter Mann am Friedhof vorbei, der Wächter der örtlichen Kapelle. Er hörte ein seltsames Geräusch, als würde jemand an den Brettern kratzen, dann dumpfe Schläge. Er blieb stehen und lauschte. Sein Herz zog sich zusammen. Er rannte, um eine Schaufel zu holen. Als das Grab geöffnet wurde, atmete das Mädchen bereits nicht mehr. Aber am Sarg waren deutliche Spuren. Die Nägel waren abgerissen, die Augen offen, Blutspuren an den Lippen. Sie war bereits unter der Erde aufgewacht und an Erstickung gestorben. Nach diesem Vorfall begann man im Dorf, niemanden früher als nach 2 Tagen nach dem Tod zu beerdigen. Die Angst blieb jahrzehntelang bestehen. Und was am meisten erschreckt, das ist bei weitem keine Einzelfallgeschichte. Und manchmal kommt der Tod nicht von selbst, sondern wird mit einer Injektion gebracht.
Ein Krankenpfleger eines städtischen Krankenhauses in Indonesien spritzte ein Mittel, das den Körper vor dem Transport in die Leichenhalle beruhigen sollte. Das Problem war, dass das Mittel kein Beruhigungsmittel war, sondern ein starkes lähmendes Gift. Der Patient lebte noch, konnte sich aber nicht bewegen, nicht sprechen, nicht zu erkennen geben, dass er am Leben war. Er hörte alles. Das Weinen seiner Frau, die Abschiedsworte, wie der Arzt sagte, es ist schon vorbei, wie man ihn in den Sack legte. Sogar als man ihn ins Auto lud, spürte er jede Erschütterung, konnte aber keinen Finger rühren. Erst nach einigen Stunden bemerkte ein Assistent in der Leichenhalle, dass seine Augen leider zuckten. Man rettete ihn gerade noch rechtzeitig. Und jetzt denk einmal darüber nach. Wie viele Patienten, von denen man sich tröstend verabschiedete, waren in Wirklichkeit noch am Leben? Wie viele solcher Körper wurden in die Leichenhallen gebracht? Und das ist nur die Spitze des Eisbergs an Fehlern, die Ärzte bis heute machen. Jedes Mal, wenn ein Arzt die Worte Tonge ist tot ausspricht, kann sich dahinter ein Fehler verbergen. In den meisten Fällen entspricht es der Wahrheit, aber manchmal ist es einfach eine schlechte Überprüfung. Fehler bei der Feststellung des Todes sind keine Erfindung, sondern Realität, besonders in Ländern, in denen der Zugang zu medizinischer Ausrüstung eingeschränkt ist oder Ärzte am Limit arbeiten. Einer der Hauptgründe ist die sogenannte Scheintod. Ein Zustand, bei dem Herzschlag und Atmung so schwach sind, dass sie mit den üblichen Untersuchungsmethoden nicht erfasst werden. Dabei bleibt die Person bei Bewusstsein oder teilweise bei Bewusstsein und nimmt alles wahr. Stell dir vor, du kannst dich nicht bewegen, kein Wort sagen, aber du hörst alles, sogar wie der Arzt deinen Angehörigen sagt, er ist gegangen. Besonders beängstigend sind solche Fälle in Krankenhäusern, wo für jeden Patienten nur wenige Minuten Aufmerksamkeit bleiben. Ärzte, die ihre Schicht schnell beenden wollen oder umgekehrt verängstigte Angehörige auf dem Land, die selbst den Tod feststellen, ohne Spezialisten zu rufen. Die Medizin kennt Dutzende dokumentierte Fälle, in denen ein Mensch für tot gehalten wurde und dann die Augen wieder öffnete. Manchmal auf dem Operationstisch, manchmal in der Leichenhalle und am schlimmsten ist es, wenn es am Sarg passiert. Aber auch früher wussten die Menschen sehr wohl von diesen Fehlern und die Angst, lebendig begraben zu werden, war keine Paranoia, sondern alltägliche Realität. Du hast bestimmt schon den Ausdruck gehört, warten wir 3 Tage, um sicher zu gehen. Das ist kein Volksglaube, sondern eine echte Praxis, die in Europa, Russland und Lateinamerika befolgt wurde. Die Menschen hatten Angst, zu früh zu beerdigen. Und der Grund ist einfach, es gab zu viele Fälle, in denen ein Toter wieder aufwachte. Früher gab es den Begriff Lethargie, ein tiefer Schlaf, bei dem eine Person tot erscheint, kalte Haut, keine Atmung, schwacher Puls. Aber nach 1 oder 2 Tagen konnte die Person wieder aufwachen, als wäre nichts gewesen. Deshalb wurde in aristokratischen Häusern der Verstorbene mindestens 3 Tage lang aufgebahrt, manchmal sogar eine Woche. Der Sarg wurde nicht geschlossen, Kerzen wurden aufgestellt, es wurde gebetet, aber man wartete. Es gab sogar Berufe von Beobachtern der Toten. Es waren Menschen, die den Leichnam überwachten, ob er sich nicht bewegte, ob sich die Hautfarbe nicht veränderte, ob sich kein Finger zuckte. Erst wenn alle Anzeichen der Verwesung offensichtlich waren, wurde die Beerdigung durchgeführt. Das Paradoxe ist, dass im 21. Jahrhundert mit Ausrüstung, Technologien, Scannern und Defibrillatoren Fehler nicht seltener passieren. Nur werden sie jetzt besser vertuscht. Aber in früheren Jahrhunderten hat man noch etwas anderes erfunden. Etwas Schreckliches, aber Geniales. Vom Friedhof eine Glocke zu hören, klingt wie eine Szene aus einem Horrorfilm, aber früher war das alltägliche Realität. Auf vielen Friedhöfen des 19. Jahrhunderts konnte man eine seltsame Konstruktion sehen. Ein Seil, das aus dem Inneren des Sarges nach oben zur Oberfläche führte, draußen eine kleine Glocke. Wenn der Tote wieder zu sich kam, konnte er am Seil ziehen, die Glocke würde läuten, jemand käme, gräbt ihn aus und rettet ihn. Solche Vorrichtungen wurden Sicherheitssärge genannt. In einigen Ländern wurden sie standardmäßig eingebaut. Es gab sogar ganze Kataloge, in denen man sich einen Sarg mit Alarmanlage bestellen konnte. Manchmal wurden auch Röhren hinzugefügt, damit man atmen konnte, bis man ausgegraben wurde. Doch es gab auch den gegenteiligen Effekt. Der Wind konnte das Seil bewegen, Tiere konnten daran ziehen und die Glocke begann nachts zu läuten. Stell dir vor, du bist ein Wächter auf dem Friedhof. Du sitzt am Lagerfeuer und plötzlich hörst du Kling, kling. Viele öffneten solche Särge und fanden bereits verstorbene Menschen darin, aber mit Anzeichen von Panik. Das Seil war zerrissen, die Nägel abgebrochen, man konnte sie nicht mehr retten. Mit der Zeit wurden solche Systeme abgeschafft. Man ging davon aus, dass die Medizin genauer geworden war. Doch die Praxis zeigt, man hat diese Systeme zu früh abgeschafft. Manchmal melden sich Tote nicht mit einem Glöckchen, sondern direkt aus der Leichenhalle. Ein Fotograf aus Mumbai kam ins Leichenschauhaus, um eine Reportage über den Umbau der Einrichtung zu machen. Alles lief nach Plan. Aufnahmen von den Schubladen, den Werkzeugen, Interviews mit dem Personal. Und plötzlich hörte er ein Rascheln. Er dachte, es wären Ratten. Er ging näher heran. Einer der Plastiksäcke mit den Leichen bewegte sich. Er wich zurück, bekam Angst, rief dann aber doch die Sanitäter. Der Sack wurde geöffnet. Der Mann darin atmete schwach, aber eindeutig. Er war nach einem Verkehrsunfall für tot erklärt worden. Es wurden keine Instrumente benutzt. Einfach nur ein Augenmaß. Der Puls war schwach, die Atmung oberflächlich. Die Ärzte hatten es eilig. Die Intensivstation war überfüllt. Er überlebte und reichte Klage ein.
Aber der Fall wurde schnell eingestellt und das Personal der Leichenhalle einfach entlassen. Offizielle Stellen erklärten, es habe keinen bösen Vorsatz gegeben. Doch nach diesem Vorfall breitete sich eine Welle der Angst in Mumbai aus. Die Menschen begannen, 2 Gutachten von verschiedenen Ärzten zu verlangen, bevor die Leichen ins Leichenschauhaus gebracht wurden. Und dennoch helfen keine doppelten Kontrollen, wenn man beschließt, dich schon vor der Untersuchung zu beruhigen, besonders wenn das ganze am Krematorium passiert. Das klingt wie ein Albtraum, aber einer der unheimlichsten Fälle ereignete sich in China. Ein etwa 50-jähriger Mann wurde mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert. 6 Stunden später erklärten die Ärzte ihn für tot. Der Körper wurde eingewickelt und ins Krematorium gebracht. Dort bereitete ein Mitarbeiter bereits den Ofen vor, als er bemerkte, dass die Leiche zuckte. Er rief einen Kollegen, doch dieser grinste nur. »Du hast dich getäuscht«, sagte er. Der Ofen war aufgeheizt. Der Mitarbeiter schob den Wagen heran und in diesem Moment stieß der Mann ein dumpfes Stöhnen aus. Gespeichert? Ja, aber durch ein Wunder. Nur weil das Krematorium an diesem Tag halb leer war und der Arbeiter den Mut hatte, den Vorgang abzubrechen. Der Mann wurde ins Krankenhaus zurückgebracht. Eine Woche später gab er ein Interview, in dem er sagte, ich hörte, wie der Ofen geöffnet wurde, spürte die Hitze. Ich schrie innerlich, aber niemand hörte mich. In einem Dorf in der Nähe von Lagos, Nigeria, grub ein Arbeiter namens Josef ein Grab. Eine weitere gewöhnliche Schicht, heiße Sonne, feuchte Erde, Duft von Weihrauch. Das benachbarte Grab war buchstäblich vor einer Stunde zugeschüttet worden. Yusuf trat näher heran, um das Gelände zu begradigen. Und plötzlich begann sich die Erde zu bewegen. Ihm wurde schlecht. Er wich zurück, dann, nachdem er seine Angst überwunden hatte, hielt er sein Ohr hin. Kaum hörbar waren Atemzüge und ein Klopfen zu vernehmen. Er rief niemanden, sondern begann einfach zu graben. Nach ein paar Minuten tauchte der Sargdeckel auf und dann eine Hand, die an dem Brett kratzte. Der Mann darin war halb ohnmächtig, aber am Leben. Wie sich später herausstellte, hieß der Mann Amalayo und litt an einer seltenen Krankheit, die eine langanhaltende Katalepsie verursachte. Ein Zustand, bei dem der Körper völlig erstarrt, als wäre er tot. Die Angehörigen dachten, er sei gestorben. Der örtliche Sanitäter bestätigte die Diagnose nur durch Augenschein. Nach seiner Rettung konnte Amalayo lange Zeit nicht sprechen. Die Ärzte erklärten, dass er in einer halben Stunde an Luftmangel und Panik hätte sterben können. Gerettet wurde er nur, weil Josef aufmerksam war und nicht weggelaufen ist, wie es viele andere getan hätten. Doch meistens enden solche Fälle anders. Und das alles nur, weil die Menschen denen vertrauen, die eigentlich mehr wissen sollten, Ärzten, Pathologen. Aber auch sie machen Fehler. Und dann wird es wirklich beängstigend. In einer kleinen Stadt in der Nähe von Wien wachte ein Mann namens Thomas auf einem kalten Metalltisch auf. Er konnte sich nicht bewegen. Sein Körper war vor Angst gelähmt. Das Erste, was er sah, war die weiße Decke. Das Zweite, ein Skalpell in der Hand des Arztes, das sich seiner Brust näherte. Der Pathologe war bereits am Begriff, den ersten Schnitt zu machen. Die Ärzte hatten den Tod nach einer Überdosis Beruhigungsmittel diagnostiziert. Thomas wurde für tot erklärt und zur Obduktion geschickt. Das Problem war, dass er noch am Leben war. Sein Körper befand sich lediglich in einem tiefen medikamentösen Koma. Als er ein heiseres Geräusch von sich gab, dachte der Arzt zunächst, es handele sich um einen postmortalen Reflex. Erst nach einigen Sekunden begriff er. Der Patient atmete. Schock, Panik, Schrei der Krankenschwester. Thomas überlebte, aber seine Geschichte blieb im Grunde ohne Folgen. Das Krankenhaus erkannte den Vorfall als Unfall an. Dennoch führte dieser Fall dazu, dass die Obduktionsprotokolle in ganz Österreich überarbeitet wurden. Fehler passieren jedem, aber wenn der Fehler ein Skalpell in der Brust eines lebenden Menschen ist, wird der Preis zu hoch. Noch schlimmer als ein Fehler ist jedoch das bewusste Vertuschen solcher Fälle. In einer der großen Städte Russlands berichtete ein ehemaliger Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens anonym, dass er mehrmals mit nicht ganz Toten zu tun hatte. Seinen Angaben zufolge kam es vor, dass sich in den Särgen Finger bewegten, Augenlider zuckten oder sogar Geräusche zu hören waren. Aber niemand schlug Alarm, denn das bedeutete Probleme, Skandale, Geld, Zeit und am schlimmsten rechtliche Konsequenzen. Wir haben es einfach ignoriert, den Sarg schneller geschlossen, weggeschaut, weil es leichter ist, jemanden zu beerdigen, als zuzugeben, dass da noch jemand lebt. Das klingt wie der Plot eines Horrorfilms. Aber seinen Worten nach kam so etwas mehrmals einem Jahr vor und am häufigsten bei älteren Menschen, bei denen Lebenszeichen schwer zu erkennen sind. Manchmal erzählten Mitarbeiter von Krematorien, dass sie dumpfe Geräusche aus dem Ofen hörten oder wie sich die Körper darin zusammenkrümmten. Alles wurde auf Muskelkrämpfe geschoben, denn sonst gäbe es ein Strafverfahren. Und solange alle schweigen, häufen sich die schrecklichen Vorfälle. Und besonders häufig passiert das an Orten, an denen es nicht üblich ist, Fragen zu stellen, wo es schon immer so war. Russland ist ein Land der Gegensätze. Aber in der Sache ist es unangefochtener Spitzenreiter. Bei der Anzahl der Fehler bei der Feststellung des Todes. Allein in den letzten 20 Jahren wurden offiziell mehr als 2 Dutzend Fälle von Wiedererwachen bei Beerdigungen, in Leichenhallen, sogar bei Obduktionen registriert. In Sibirien kam ein älterer Mann direkt in der Leichenhalle wieder zu sich. Man bereitete ihn bereits auf die Einbalsamierung vor, als er plötzlich stöhnte.
In Krasnodar begann eine Frau an den Sargdeckel zu klopfen, eine Minute bevor man sie ins Grab hinabließ. Und in Tjumen rannte ein Pfleger weinend aus der Leichenhalle, nachdem er die Stimme einer Leiche gehört hatte, die um Wasser bat. Viele solcher Geschichten gelangen gar nicht erst in die Medien. Die Angehörigen wollen keinen Aufruhr. Die Krankenhäuser wollen keine Überprüfung. Das System verschweigt Fehler und Menschen wachen weiterhin an den unpassendsten Orten auf. Nur ist es dann schon zu spät. Wenn ein Mensch stirbt oder es so scheint, ist es wichtig zu wissen, wie man den Tod von einem Zustand unterscheidet, der nur wie tot aussieht. Weder ein noch zwei Anzeichen reichen dafür aus. Eine echte Bestätigung erfordert komplexe Verfahren. Es gibt Zustände, die mit dem Tod verwechselt werden. Unterkühlung, tiefe Koma, Katalepsie, medikamentöse Lähmung. All das sind Fallen. Ein Mensch kann am Leben sein, auch wenn sein Körper keine Anzeichen zeigt. Das gilt besonders an Orten, wo die Ausrüstung veraltet ist oder ganz fehlt. Der Puls kann zu schwach sein, die Atmung fast unmerklich, die Pupillen reagieren nicht. All das bedeutet nicht, dass der Mensch tot ist. Nur ein EKG, ein Elektroenzephalogramm und eine vollständige Untersuchung können eine genaue Antwort geben. Deshalb sollte jeder wissen, wenn jemand Nahestehendes stirbt, darf man sich nicht beeilen. Man muss auf einer gründlichen Diagnostik bestehen, selbst wenn die Ärzte überzeugt sind, selbst wenn sie sagen, alles sei schon klar. Denn solange es nicht zu spät ist, kann man noch retten. Und vielleicht wird gerade das Wissen um diese Anzeichen eines Tages jemanden aus deiner Familie oder dich selbst retten,